This turned out to be correct for some of the cases, but by far most of them. In einigen Fällen hat das weitergeholfen, aber bei weitem nicht bei der größeren Anzahl von Patienten. So in April 2009, US Biotech started as the first laboratory to offer all their testing panels with IgA. Also im April 2009 hat dann US Biotech damit gestartet, als erstes Labor damit gestartet, die IgA-Tests anzubieten. And after we had used IgA testing in our clinic for just a short period, Nachdem Sie jetzt in Ihrer Klinik IgA-Tests eingeführt haben, haben Sie nach einer kurzen Zeit festgestellt, we realized that the clinical value of the information IgA can provide. welchen Mehrwert IgA-Informationen liefern können. And about 90 to 95% of the tests that we had questioned earlier got their logical answers. Ungefähr 90 bis 95% von den Tests, die Sie früher in Frage gestellt haben, haben dadurch eine logische Antwort gekriegt. And the results from using both IgG and IgA testing Die Ergebnisse beider Arten zu testen, has given us a broader understanding of the patient's symptoms and ailments. also die beiden Ergebnisse zusammen haben denen ein viel besseres Verständnis für die Patientensymptome und deren Leiden, Gebrechen und Einschränkungen gegeben. Plus also an extended possibility for cause versus consequence treatment schedules. Und außerdem die Möglichkeit, Ursache und Wirkung zueinander in Beziehung zu setzen. US Biotech did some in-house studies that showed the following. US Biotech hat eigene Inhouse-Studien gemacht, die dies gezeigt haben. Out of the 90 to 95% of blood samples that tested negative for specific IgE antibodies, Also die Tests, die zu 90-95% von diesen Blutmustern negativ auf IgE-spezifische Antikörper reagiert haben. that was 70 to 85% of them tests positive for specific IgG antibodies. Die haben dann bei 70 bis 85% positiv auf IgG-Antikörper reagiert. And from those blood samples that tests negative for both specific IgE and IgG antibodies, Und die auf beide, auf IgE und IgG negativ reagiert haben, 30 to 40% of the tests were positive for specific IgA antibodies. von denen waren 30 bis 40% positiv bei IgA-Antikörpertests. A little bit more specific about IgA and secretory IgA. Ein bisschen mehr was Spezifisches zu IgA und sekretorischem IgA. IgA is one of the most important constituents of our first-line defense. IgA ist eines der wichtigsten Hilfsmittel bei der Verteidigung in der ersten Reihe. It comprises 20% of the total amount of immunoglobulins in blood plasma. Es umfasst 20% der gesamten Immunglobuline im Blutplasma. IgA circulates in gastrointestinal fluids, blood plasma, salivia, IgA zirkuliert in gastrointestinalen Flüssigkeiten, also alles im Verdauungstrakt, im Blutplasma, im Speichel und in der Darmschleimhaut. and it of course provides protection in the mouth, digestive system, lungs, urinary tracts, and other body cavities. Und unterstützt damit den Schutz für die Mundhöhle, das Verdauungssystem für die Lungen, den Urogenitaltrakt und eben alle
Körperhöhlen. IgA values can increase strongly during the acute phase of an infection. IgA-Werte können sehr stark sich erhöhen während der Akutphase einer Infektion. Or in the case of a chronic infection or fungal irritation. Oder im Falle einer chronischen Infektion oder Pilzbelastung. IgA has a half-life in the blood for 5 to 6 days. IgA hat im Blut eine Halbwertszeit von 5 bis 6 Tagen. Serum levels of IgA is very well reflected with the systemic levels. Das ist die Blutserumspiegel von IgA zeigen sehr gut den Zustand von den gesamtsystemischen Spiegel des IgAs, also auch den Anteil, die nicht im Blut zu finden sind. So IgA is mostly used to measure specific IgA reactions to food. IgA-Tests werden typischerweise verwendet, um spezifische IgA-Reaktionen bei Nahrungsmitteln zu testen oder zu messen. And to evaluate fungal loads. Um Pilzbelastung herauszufinden. But maybe mostly known for evaluating gluten-gliadin irritation in the intestines. Yeah. Und sind am meisten bekannt durch Gluten- und Gliadin-Unverträglichkeiten oder Irritationen im Darm. So what's important about IgA? Also was ist so wichtig an IgA? Strong critics have stated that one cannot measure IgA in the blood. Also starke Kritiker oder sehr kritische Menschen sagen, dass man IgA nicht wirklich im Blut messen kann. And from there get the status of reaction in the intestinal wall against food. Sondern eben nur im Status der Reaktion innerhalb des Darms in Bezug auf Nahrungsmittel. And to put it a bit ironically, here is the logic of that. So, um es ein bisschen ironisch darzustellen, hier ist die Logik dafür. In order to make strong and pH-resistant IgA in the intestinal lumen, Um eine starke und pH-wertresistente IgA-Darstellung im Darmvolumen herstellen zu können. the body links together to regular IgA from the bloodstream before it is excreted as secretory IgA. So, also nimmt der Körper zwei Bausteine von IgA aus dem Blutstrom, bevor er es als SIgA, als sekretorisches IgA in den Darm abgibt. Only difference, Der einzige Unterschied. more resistant and 2-in-1. Es ist dann stabiler als 2 in 1. Dadurch macht er das mit 2 Bausteinen im Blut und setzt sie dann zusammen zu sekretorischen IgA. But if you want to get the status of amount of SIgA Also located in the intestines, wenn man natürlich dann den SIgA, den sekretorischen IgA-Wert bestimmen will, der im Darm vorliegt, then you will have to do a stool test. dann muss man einen Bluttest machen. There are 2 groups of IgA. Es gibt also 2 Gruppen von IgA. You see the pictures here? Wir sehen hier die Bilder. You see the single IgA, Man sieht das einfache IgA links. and you see the 2 IgA with coupling protein.
man sieht das gekoppelte Doppel-IgA auf der rechten Seite. This coupling protein is absolutely necessary in order to transport secretory IgA through the epithelial cell layer. So, diese gekoppelte Version ist absolut notwendig, um das durch die Zellschichten transportieren zu können. And this is the difference between IgA and secretory IgA. Was den Unterschied zwischen IgA und sekretorischem IgA ausmacht. This makes secretory IgA more resistant to the harsh environment in the intestinal tract compared to the blood. Und durch diese Doppelung ist eben das sekretorische IgA wesentlich stabiler in Bezug auf die rauen Umweltbedingungen innerhalb des Darms im Vergleich zu stabilen Umweltbedingungen im Blut. I don't know if you can see this with the differences. We have to print out and can Good. study this. Also wir haben 3 Tabellen, Okay. links IgA, Mitte IgE, rechts IgG im Vergleich zueinander. This is just a form that can show the differences between the immune globulins. Das zeigt einfach die Unterschiede in den Aufgaben der Immunglobuline auf und wann die erscheinen, wohin die Unterschiede sind. The IgA and the IgE will promote acute reaction. IgA und IgE sind Akutreaktionen, But sometimes IgA can have also delayed reactions. wohingegen IgA häufig verzögerte Reaktionen machen kann. IgA can be very difficult IgA, to analyze just by symptoms. just by what? Symptoms. Ah, okay. Also IgA kann ein bisschen schwierig zu analysieren sein, wenn man nur Symptome hat. For example, if you think that IgA produces diarrhea, Also wenn man zum Beispiel what? IgA reactions, Also zum Beispiel wenn man IgA-Reaktionen sehen will. yes, I will try to put it another way. Okay. For example, you have a patient with diarrhea. Diarrhoe, jetzt genau. Also wenn man zum Beispiel einen Durchfallpatienten hat. Danke. Then this patient is most likely to have some kind of IgA reaction. Dann hat dieser Patient typischerweise IgA-Reaktionen. But when you have a patient with the constipation, Wenn man hingegen einen Patienten mit Verstopfung hat, you normally don't think about IgA. denkt man normalerweise dann nicht an IgA. But it can still be quite big IgA reactions. Obwohl es dennoch eine typische IgA-Reaktion, eine große IgA-Reaktion sein kann. That's why it's difficult to sort out whether to test IgA or IgG just by symptoms. Das macht es natürlich schwierig, den entsprechenden Test nur symptombasiert auszusuchen. This form is actually something that you can look at by yourself. So, mit dieser Übersicht kann man ein bisschen für sich selbst als Hilfestellung mal gucken, wonach man gucken kann. I don't know if you want to comment more on this form. So we can work out this later by ourselves. Also wir gehen auf die einzelnen Punkte da, vielleicht noch später, unabhängig jetzt hiervon. Mm-hmm. Okay. Then we can look at the test example. Hier ist ein Testbeispiel. Dairy sind wieder Milchprodukte, Meat Fowl ist gleich Folie. The first test sample I have here
erste Beispiel, was hier is with all 3 possible immunoglobulins tested. ist mit allen 3 möglichen Immunglobulinen getestet, also IgA, IgG und IgE, erkennbar an der Färbung der beiden. Then I don't need to explain anymore. Okay, we can see some cross reactions here. Man sieht hier ein paar Überkreuzreaktionen. If you look at the black lines, Wenn man sich die schwarzen Linien anguckt, you see a lot of reaction to dairy products. sieht man viele Reaktionen im Bereich der Milchprodukte, also oben links. And then in the next field with the meat fowl, Bei Fleisch und Geflügel dann, darunter, you see black lines on beef and lamb. sieht man schwarze Linien bei Rind und Lamm. This is a typical cross reaction. Das ist eine typische Kreuzreaktion. So this person has an original allergy to dairy products Also diese betroffene and cross-reacts. Person hat eine typische Milchprodukte-Reaktion, Allergie. eine Allergie auf Milchprodukte. And cross-react with the typical beef and lamb. Und hat die Kreuzreaktion typischerweise mit Rind und Lamm. We see. We have down here we have Hefe, different kind of Hefe. Okay, da unten haben Sie verschiedene Arten von Hefe, Brauereihefe, Bäckerhefe und ja genau, das waren die beiden. This shows both on IgA and IgG. Die beide auf IgA und IgG reagieren. We use this as a marker to whether people have a fungal infection or not. Das kann benutzt werden als Marker, ob die Person eine Pilzreaktion hat oder nicht, eine Pilzbelastung hat oder nicht. There is one exception. Da ist eine Ausnahme. That is if these do not have reactions on the test, Die keine Reaktion im Test haben, they can still have an adverse reaction or an overgrowth. können sie trotzdem eine erhöhte Pilzbelastung haben. There will be a time period between when the person starts to react and when the body produces immunoglobulins. Einfach weil es einen größeren Zeitversatz gibt zwischen der Belastung und wenn der Körper anfängt, die Immunglobuline zu produzieren, in diesem Fall. Here is a good example for the importance of testing IgA. Rechts daneben, wo jetzt der rote Pfeil ist ein gutes Beispiel, warum es wichtig ist, IgA zu testen. Because it's only IgA that reacts. Weil da ausschließlich im Falle der Krabben, das ist der dritte von oben, nur IgA-Reaktionen auftreten. And here also with oats. Ebenso bei Getreide, Gemüse, beim Oat. One moment. Hafer, was? Oat ist Hafer, wissen Sie? Also bei Hafer, okay. Yes. In Norwegian, havre. Exactly. Hafer. You remember that? I trust you. Yeah. Scottish Korean. Okay.
there are quite many similar words in German and Norwegian. Yes. Also in Norwegisch und Deutsch gibt es relativ viele ähnliche Worte. Ja. What I have done here is to make some lines as to where we should put the limit for elimination. Hier auf der Folie sehen wir jetzt so schwarze Linien eingezeichnet, die Senkrechten. Das sind so die Linien, die sie mal als Orientierung eingezeichnet hat für Limits, wo was sein sollte. So between column 1 and 2 is the definite line. Ja, das ist zwischen eben dem Bereich oben ist er von 0 bis 7, ja, bis 6. Und zwischen 1 und 2 ist der Bereich, der noch im normalen Bereich liegt. Moment. Wir sehen diese Linie hier? Yes. Ja, und hier oben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwischen 1 und 2, in diesem Bereich, was bis dahin ausschlägt, ist noch im Bereich des, nehmen wir mal so die Ampelfarbe, wie es ja auch so grün, der rot ist noch im Ende auf grünen Bereich. Okay? Yes. Let me see. Of course, you have to use common sense. If you have a test result that is, for example, 17 different foods react. I didn't get this. Can you repeat it? Okay. If you have a test result that the person reacts to 70 different foods. Wenn man als Testergebnis hat, dass eine Person auf 70 verschiedene Nahrungsmittel reagiert, then you cannot put the line between 1 and 2. dann kann man natürlich nicht sagen, 1 bis 2 ist noch okay. Then you have to rotate. Dann muss man natürlich sagen, womit muss man anfangen, dann geht es das Thema des Rotierens. And give a lot of enzymes. Und viele Enzyme hinzugeben. Otherwise the person will be really undernourished. Ansonsten hat man ja das Problem, dass sie so unterernährt wird. Ne? Yeah. Okay, and I have, if you see here, Und links broken line. eine unterbrochene Linie als erstes. This is the line I draw to make. Let me show you the next slide. Okay, auf der nächsten Folie wird es deutlicher. Die ist jetzt nicht im Ausdruck. No. This is something I give to my patients. Das ist das, was Sie zu Ihren Patienten gibt. You will not understand the language. Also sprachlich wird das jetzt nicht so sehr. We can't read it anyway. No, but it's just an example. Das ist einfach nur ein Beispiel. I make color codes. Sie macht eine Farbmarkierung zu den einzelnen Nahrungsmitteln. For example, in red, In Rot, the person have to stay away from the food for minimum 6 months. also die rot markierten Nahrungsmittel, muss der Patient dann für mindestens 6 Monate meiden. That is the foods that are above the whole line on the test result. Das sind die Nahrungsmittel, wo die Reaktion hinter der durchgezogenen Linie von eben war. And with the yellow one, Die gelben, you have to stay away for at least 4 months. sollte man für mindestens 4 Monate meiden.
This goes for the IgG betrifft IgG in colonna 1. aus der ersten Spalte. And when it's green, Was grün ist, then you can rotate every 4th day. kann man rotierend zu sich nehmen, jeden 4. Tag. This goes for colonna 1 as well. Das gilt auch für die erste Reihe. But for IgA. Aber für IgA. IgA has a shorter activity in the blood IgA than IgG. hat eine kürzere Reaktionsdauer im Blut als IgG. That's why there is a difference between how long we take away IgA reactive foods Das hat and immer, IgG reactive foods. das ist eben der Maßstab für die unterschiedliche Einnahmefähigkeit nach Zeit. Für IgA relevant oder für IgG relevante Nahrungsmittel. So in this text, all that is written with black Alles, was schwarz ist, is okay. ist bitte unbedenklich. Then you can eat for free. In which restaurant? Kann man das nicht so I was expecting that. Okay. Gut. And the next one, Nächste. here also shows quite a lot of IgA. Zeigt hier, wo der rote Pfeil ist, viele IgA-Reaktionen, den weißen Balken. And also on the gluten Auch hinten, containing foods. auch hinten bei den glutenhaltigen Nahrungsmitteln. But here also is important to test the IgG. Aber auch hier sieht man oben links, dass IgG-Test genauso wichtig ist in diesem Zusammenhang. It's very important actually to test both Es ist also meistens, because you can lose important information. meistens ist es wichtig, beide Sachen zusammen zu testen, weil man ansonsten mit nur einem von beiden Tests wichtige Informationen verliert für den Gesamtimmunstatus. And here, Und in hier, German language, es ist jetzt eine Folie, die habt ihr nicht ausgedruckt, das ist mit deutschem Text als Beispiel. Ist neu reingekommen über Nacht. so for you when you use this test, Wenn wir also so einen it will IgA-Test come machen, with the German language. kriegen wir die Ergebnisse natürlich mit deutscher Sprache. Here is a plain IgA test. Das ist ein reiner IgA-Test. Keine nur helle Balken da, ne? And here also another one Ein anderer Test with the German text. mit deutschem Text. Man sieht Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse. Ja? I think it's more easy to see this one because I made it bigger. Ja. Hier ist es besser zu sehen, weil ich es größer geschrieben habe. And again, you can see the importance of maybe doing both IgA and IgG. Genau, auch hieran sieht man, dass es wichtig ist, IgA-Test und IgG-Test zu machen, weil unterschiedliche Nahrungsmittel entsprechend Reaktionen in beiden Bereichen auslösen. So yes, let me see here. Conclusion is So, das Fazit ist, das habt ihr auch wieder. both IgA and IgG may be present in several different chronic inflammatory ailments. Also, Fazit 1 ist, dass beide, IgA und IgG, vorhanden sein, erhöht sein können in verschiedenen chronischen Entzündungen oder chronischen Belastungen.
But unfortunately, there is no solid rule Aber leider, as to when one should choose IgG. aber leider gibt es keine verlässliche Regel, wann man IgA oder IgG testet. Oder beide. Or when you should choose both. Genau. But by choosing to test both antibodies, Aber wenn man one auswählt, will get an extended picture of the patient. aber wenn man sich entscheidet, beide Antikörperarten zu testen, kriegt man natürlich ein erweitertes Bild oder Gesamtbild von diesem Patienten und seiner Situation. This is very important. Das ist sehr wichtig. Man sollte man keinen Test machen. It's not only important to know when to test, but when not to test also. Genau. Es ist besonders wichtig, wenn man wissen will, wann kann man nicht testen. Patient is paying for the test, and we want them to get the most out of it as possible. Wenn der Patient schon für den Test bezahlt, will man natürlich auch das Optimum an Ergebnis rauskriegen für ihn. Dafür gibt es ein paar Regeln zu beachten. In order to avoid the negative results, we should make sure Wir müssen also versichern wir müssen uns absichern, um negative Testergebnisse zu vermeiden, that the patient is not using immunosuppressive medication. dass der Patient also keine immunsuppressive Medikamente zu sich nimmt. Immununterdrückung. For example, chemotherapy, Zum Beispiel bei Chemotherapie, cortisone preparation. Cortisongaben, innerliche Einnahmen. Yes, if it's internally, you have to stay away 6 months. Wenn es This intern- goes for injections and tablets. Wenn man Injektionen oder Tabletten eingenommen hat, müssen die, das darf nicht innerhalb der letzten 6 Monate gewesen sein. Wie lange muss die Chemo vorbei sein? How long has the chemotherapy been gone? It depends what is done additionally Hängt davon ab, was er noch to macht, stimulate the immune system. um das Immunsystem wieder zu stimulieren. Because we are testing the immune reaction. Weil wir natürlich die Immunreaktion testen und das hängt von der Chemotherapie ab, wie der Patient sich erholt. The 6 months rules Die 6 is an assurance from the laboratory. Die 6-Monats-Regel ist eine reine Absicherung von der Laborseite. I have tested in the clinic Sie hat in ihrer after